So, moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich freue mich sehr, denn heute habe ich endlich es geschafft, den Dreamscape mir hier einzuladen. Es freut mich wirklich sehr, dass du hier dir die Zeit genommen hast und die Zeit gefunden hast, für uns ein Video zusammen aufzunehmen. Hallöchen, ich begrüße dich. Grüezi Gott, ihr Lieben. Ja, das hat er schon wieder gemacht. Das ist echt eine zweite Aufnahme. Und er ist noch schneller geworden. Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Ich feiere dieses Rap-Tempo. Also, ja, das ist so die Begrüßung, die hat man so drinne und ja, da ist man halt geübt drinne und ja, ist halt immer so sein Standardtext, den man so runterrattert, ne? Ja, wir haben hier vorher so ein bisschen hin und her gefriemelt mit der Aufnahme und so und bis das alles passt, so bis man alles hier so aufgenommen hat und jetzt sollte es einigermaßen klappen und ich hoffe mal, das klappt auch alles. Ja, und Dreamy, Mensch, schön, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt zusammengefunden haben hier, um mal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also ich habe mir keine Themen parat gelegt, aber ich denke mal, da werden wir schon auf jeden Fall was finden, denn die erste Frage, die mir jetzt gerade in den Kopf geschossen kommt, ist, hast du denn schon den Schlüssel gefunden? ja, viele Schlüssel, viel zu viele Schlüssel. Du denkst, oh, jetzt kommt endlich ein geiler Diamant aus der Mine, was kommt? Scheiß Schlüssel! Ist so, noch ein Schlüssel und noch ein Schlüssel, was soll das? Also bei jedem Intro immer, also du hast ja auch ein elendig langes Intro, wirklich so. Und dann kommt da jedes Mal, du hast den Schlüssel gefunden. So, ja, es ist nice, ja. Auf jeden Fall. Hast du dich denn schon so ein bisschen zurechtgefunden, sag ich mal, jetzt wieder nach 6 Jahren oder wie lange hast du jetzt nicht mehr Shakes and Fidget gespielt? Bin ich da richtig informiert? Irgendwas zwischen 5 und 7 Jahren, irgendwas dazwischen. Boah. Aber du warst ja mein Arena-Lehrmeister, gell? Also das erste Video mit dem Arena-Manager habe ich von dir gesehen, aber das Problem war, der Arena-Manager war, glaube ich, 3 Stunden draußen. Ja. Aber daher kenne ich dich sozusagen am besten, also gleich mal ein Dorser-Video angeschaut. Ja, genau. Ja, es freut mich natürlich sehr. Ja, gut, das war natürlich, die ersten. Aber du hast es ja dazu gesagt, das finde ich immer ganz gut. Also du hast ja auch gesagt, also ist noch nicht ganz klar, aber so, also wenn man auf die vollen Zahlen geht, dann gibt es da so ein Breakpoint und so. Weil das Ding ist nämlich immer so, wenn man so eine Guides und sowas im Internet macht über das Spiel, dann kann es gut sein, dass die in einem Jahr schon wieder komplett outdated sind, also dass die halt inaktuell sind und das hat man sehr häufig zum Beispiel auch bei Pet Guides oder sowas. Früher war das zum Beispiel ganz anders als heutzutage und wenn sich Leute Videos von früher angucken, dann werden die halt falsch informiert, so, ne? Und ja deswegen habe ich das immer dazu gesagt. Denn so. Ja. Mensch, du hast den Serverstart auf S41 erfolgreich überstanden, würde ich sagen. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, wo du hier in der Liste bist. Nicht ganz unfallfrei. Also ich habe jetzt auch völlig runtergefahren, weil ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich Spiel verstanden, das mache ich nicht mit. So. Ja, es ist teurer geworden als früher, ne? Im Vergleich zu früher. Alter. Deutlich. Vor allem, wenn du anhörst, was so andere Leute, also ich sage jetzt nicht wer, aber da gibt es Leute, die haben Millionen spendbare Pilze auf einem Server. Das ging schon los, wir haben so ein bisschen so Pilzvergleich gemacht, mir war das egal, ich habe halt irgendwie das abgefilmt, reingescreent und so, das waren halt irgendwie so knapp 100.000, ne? Da war ich so low. Auf S15 damals war das, und da habe ich auch lang gespielt, ja? Es war halt nicht so, dass ich dann irgendwie nur 3 Wochen gespielt habe, aufgehört habe. Alter, ist das Spiel krass. Ja, früher hatte man wirklich nur so die Dungeons gehabt und ja, wo konnte man noch reinpilzen? Ich glaube nur die Dungeons, oder? Nee, die Skill-Punkte am Anfang, damit du halt früh gut dastehst. Natürlich konntest immer blättern, neue Waffen, aber wenn du es dann nicht leisten konntest, zack, Umweltprämie, ja, mit dem Drachen. Also das war halt so Oldschool-Style, ja, und ich hab's echt gefeiert. Also wir sind jetzt ein bisschen abgegangen. Ja. Also ist schon krank, aber ich kann dir auf jeden Fall versichern, ab dem jetzigen Zeitpunkt sollte das Spiel ein bisschen günstiger werden, sag ich mal. So, also ist natürlich Ansichtssache, es gibt natürlich immer noch sowas, das fand ich zum Beispiel bei dir sehr lustig, wo du gesagt hast, in einem Video, wie war das nochmal, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das war, aber irgendwas mit Festung skippen oder sowas. Ein Projekt, wenn man ein Projekt macht mit einer Gilde, wo keiner die Festung skippt, da habe ich mir so gedacht, ich habe in meinem Leben noch nie die Festung geskippt. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Nein. Weißt du, warum das gelogen ist? Weil wenn du Level 1 machst, skippst du die natürlich. Nein. Habe ich noch nie gemacht. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist Edelsteine skippen oder halt für einen neuen Dungeon-Schlüssel skippen, so fürs Video. Genau. Aber ich habe noch nie eine Feste. Wenn du die Edelsteinmine das erste Mal baust, wartest du dann die Minuten ab?
Ich warte die Minuten. Ja, ja, klar. Das kostet ja einen Pilz. Also auch bei der Festung? Ja, natürlich. Also, ich sag mal so, ich würde fast behaupten, du bist nicht mit den Falschen als erstes in Kontakt gekommen, aber du bist mit Leuten in Kontakt gekommen, die sehr viel in das Spiel investieren. Und das ist jetzt nicht böse gemeint oder irgendwie so, aber es gibt noch eine ganz andere Ansicht von dem Spiel. Und ich sag dir wirklich, 95, wenn nicht sogar mehr Prozent der Spieler skippen auch nicht die Festung oder haben einen ganz anderen Spielstil. So, ne? Ich sag mal, in Dungeons und Blättern und so kann man immer sehr viel Geld lassen, aber Festung lohnt sich halt überhaupt nicht. So, vor allen Dingen die späteren Stufen für 1000 oder 2000, wie viel man dann nachher für ein Skip braucht. Ja, wobei, also natürlich, du hast völlig recht, das war schon früher auch immer so. Also ich meine, wer benutzt denn den Drachen, um mehr Gold zu bekommen? Es ist einfach so, die sagen die Leute, nein. Ja? Wobei die Pakete schon so ein bisschen, wo du sagst, ja, du musst erst dieses 5-Euro-Paket kaufen, weil es so günstig ist, dann kaufst du das 9,99, dann musst du das 25 und das 50 aber auch kaufen, weil du immer diese Seelen bekommst. Ja? In der Unterwelt, und im Prinzip bist du da einmal durchgerusht. Aber wenn ich mir anschaue, guck mal her, ich habe jetzt Festung 190 und das hat schon wehgetan, dass ich Sachen geskippt habe. Aber da gibt es Leute, die haben 194, 201, 190, 218, 186, 204, 232. Alter, 231, 200, 226. Also ich habe übertrieben und bin wirklich da drunter unter all den Verrückten. Das bin ich nicht gewohnt. Genau. Ja, ich sag mal so, die Maßstäbe sind andere auf jeden Fall als früher. Und stimmt, was ich dich noch anfangs fragen wollte, ist, hat es eigentlich, ja, weil das kam ja jetzt irgendwie sehr plötzlich. Du kamst ja quasi aus dem Nichts, so, und die Szene also die Shakes & Fidget-Szene hat sich gewundert und natürlich auch positiv gewundert. Ja, Dreamscape ist wieder da. Was? Du musst das mal aus meiner Sicht vielleicht mal so ein bisschen sehen, dass das so ein bisschen verständlicher ist. Ich spiele jetzt Shakes & Fidget so, ich sag mal, ja, 6, 7 Jahre so ungefähr, ne? Und Videos von SF mache ich so seit circa 2 Jahren. So, und mir wurden halt wirklich fast täglich Nachrichten zugesendet. Von wegen, kennst du noch Dreamscape? Oder die Zeit mit Dreamscape, die waren damals so legendär. Und ich hatte mir halt immer so gedacht, wer ist denn Dreamscape? So, ich habe noch nie von dem gehört. Ich habe den nie gesehen. Habe ich auf YouTube gesucht. So, findest du auch nichts. Hä? Wer ist das? So, ich habe 2 Jahre wirklich so gelebt. Ich kenne den Namen Dreamscape, aber ich habe das Gesicht nicht dazu gehabt. So. Und alle sagen mir immer, oh, das ist eine Legende von damals, das hat so Spaß gemacht und so, ne? So, und jetzt stehe ich halt da und kenne ihn nicht und weiß nicht mal, wie er aussieht. So. Für mich war das ein richtig krasser Moment, muss ich sagen, als du dann als das dann anfing, erstmal mit den Videos mit dir, die du von früher hochgeladen hast. Da habe ich zuerst gedacht, das ist irgendwie ein Fan-Account oder so, der irgendwelche Streams aufgenommen hatte. Aber als du dann das erste Video gemacht hast, wo du quasi, ja, sag ich mal, aus der jetzigen Position sprichst, habe ich mir gedacht, ja, gut, das ist tatsächlich der echte so, ne? Und dann erstmal so, boah, krass, ja, das ist also der, von dem alle erzählen, so, ne? Ja. Und hat mich natürlich übelst gefreut, so, ne? Alleine aus Erzählungen habe ich ja schon mir ein sehr positives Bild über dich angeeignet, sag ich mal, ne? Ich meine, ein eigenes Bild verschafft man sich immer erst so selbst, ne? Wenn man persönlich mit der Person mal in Kontakt ist, aber ich sag mal, du hast schon ziemlich gute Karten gehabt. Ja. Und wie ist das gekommen? Sag mal, erzähl mal. Wie bist du wieder zurück auf Shakes & Fidget gekommen jetzt? Durch den neuen Server, durch die neue Klasse oder was war der Anreiz irgendwie so? Nee, also gar nicht in Wirklichkeit durch das Game, wie es gerade ist. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich bin einfach nur durch meine Ordner geschlendert auf meinem Computer und habe gesehen, ich muss mal kurz die Tür zu machen, ist gerade ein bisschen Lärm hier. Kann ich kurz was trinken? Und dann bin ich auf dem Intro, genau das, was du vorher gesagt hast, ich hätte so ein elendlanges Intro, ja, bin ich drauf und ich habe fast zur Träne gerührt, so, ist das krass? Und dann denke ich mir, ey komm, das kannst du doch wieder hochladen. Ich habe mal so einen Spielekanal gemacht, Dreamscape spielt, da habe da mal irgendwie einen Plan gehabt, Diablo 3 mit ein paar coolen Leuten zu streamen, aber es ist schnell auseinandergegangen, war halt eine lustige Runde, aber ja, ist halt relativ schnell zerschlagen gewesen, das Projekt. Und dann ich so, okay, dann lade ich das halt da hoch. Vielleicht freut sich jemand. Ja. Und ich hab's vom Computer weg. Ja. Und dann auf einmal so werde ich da gefeiert, so, was ist denn hier los? Okay, ich habe noch ein paar Videos, ein paar hochgeladen. Ja. Und dann haben die Leute angefangen, wieder Kontakt zu suchen und mich angeschrieben. Und dann
schaue ich mir mal wieder meine alten Chars an. Im Prinzip war ich kompletten Nacht damit beschäftigt, zu gucken, mit Passwörtern und mit Namen auf alten Servern. Ich habe gesucht wie ein Irrer, weil ich halt gewusst habe, ich habe halt noch diese No-Dungeon-Projekte. Da war ich halt auch schon über 300 mit den Chars. Und die wollte ich halt dann wieder auspacken und einfach gedacht, ja, vielleicht kann ich das ja noch mal ein bisschen spielen. Ich hatte nie vor, auf einem neuen Server anzufangen. Niemals. Ja. Und dann kam Mario, der halt in den Kommentaren auch schon geschrieben hat, was ist denn hier los? Ich bin auch vor 3 Tagen wieder aufs Spiel gestoßen. Ja, der Extreme, mit dem ich halt auch diese ersten Tage gestreamt habe. Ach, ihr unabhängig voneinander. Total unabhängig. Er hat nur in den Kommentaren geschrieben. So. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass es Mario ist, aber der hat mich dann parallel, ich hatte ihn noch auf Skype auch angeschrieben und sagte, ja, Dream, wir müssen spielen. Und ich so, nein, müssen wir nicht. Dieses scheiß teure Spiel, ja. Ich wollte Flyer nie wieder Geld geben. Ja. Ja, so ist es irgendwie losgegangen. Auf den anderen Servern hatte ich noch Pilze, ja. Deswegen konnte ich da so ein bisschen loslegen, aber gecheckt habe ich halt nichts von dem Spiel. Ja, das ist natürlich klar, nach so vielen Jahren, ne? Ja, und so ich habe noch nie Festung vorher gespielt, also dass die Leute so ein bisschen wissen. Ja. Ich kenne keine Festung, ich kenne keine Pets, Arena Manager sowieso nicht. Also ihr wisst ja, wenn ich keine Festung kenne, kenne ich auch keine Unterwelt. Also all diese Dinge gab es nicht, ja. War ja auch mein Vorwurf damals an das Spiel, dass ich gesagt habe, hey Leute, es ist ein Langzeitspiel, es gibt Leute, die spielen das schon seit fast, keine Ahnung, 4, 5 Jahren auf Server 1 und die haben nichts mehr zu tun, außer die Ahnung runterzuklicken. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Ja, also da kam schon ganz schön was in der Zwischenzeit dazu. Und Turm kenne ich noch und Toilette auch, wobei Toilette habe ich kritisch gesehen. Ja, jeden Tag ein Epic reinhämmern. Damals gab es aber noch keinen Cap. Damals wäre die Toilette unendlich gegangen und du hast da gewusst, es gab noch keinen Cap. Und eigentlich aufgrund der Spieler, die gesagt haben, hey, ja, also das geht nicht, ja, weil der halt sich immer, also das kann man nie wieder aufholen, ja, wenn man das haben sie dann geändert, wobei mittlerweile sind die Sachen ja noch unendlich schlimmer geworden. Also ich glaube, aus der heutigen Sicht hätten sie die Toilette auch nie gecapped. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja, und das war, also die ganzen Sachen zusammen so, also das Ding mit Mario und die Streams, die du nachträglich hochgeladen hast, das hat dann so nachher dann dazu geführt, dass du sagst so, ach komm, gibst dir nochmal einen Ruck und versuchst das Spiel nochmal. Ja, also ich habe dann schon gesehen, okay, ja komm, die alten Dinger da so ein bisschen spielen, ja, und dann hat mich Mario jeden Tag belabert. Der hat auch so eine positive Energie und ich liebe den Kerl wirklich. Jeden Tag, ja, komm, wir müssen spielen, das ist doch logisch, ja, ich weiß du spielst und so. Ich so, nein, ja. Und dann habe ich auch noch Kontakt irgendwie so zum Flo bekommen, zu unserem Gildenleiter jetzt auf S41, der auch gesagt hat, ey, ich bin mit dir aufgewachsen, deine Videos, weißt du, mit 11 und so. Das ist so krass. So viele, die gesagt haben, ich hätte ihre Kindheit in Anführungsstrichen versüßt, also zu dieser Zeit irgendwie so, wäre mit mir aufgewachsen, ich hätte sie geprägt und du stehst da. Ich bin da immer den Tränen fast nahe, weil ich da echt total gerührt bin. Ja. War auch damals schon so, wenn dann Leute sagen, wie wichtig ihnen meine Videos sind. Also, und ich habe das so, keine Ahnung, ich zocke ja los und rede irgendeinen Unsinn. Also das ist schon krass, ja. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt heutzutage sieht, wie erwachsen die Leute sind, die früher mal irgendwie Kinder oder so waren. Ne? Damals haben sie gebettelt, oh Dream, gib mir ein paar Pilze. Und heute sind alle Millionäre und spielen das Spiel extremer, als ich es jemals gespielt habe. Also alle nicht, ihr wisst ja Bescheid. Ja, also ist auf jeden Fall eine Zukunft noch weiterhin mit Shakes and Fidget so bei dir geplant, ja? Also also klar, ich spiele den Server ein bisschen abreißen, so ungefähr, also ist S41, ja. Also werde ich das auch, also Mario hat ja leider wieder aufgehört, ich habe auch gesagt, das ist irre, wegen dir habe ich doch überhaupt was angefangen auf dem neuen Server, also ohne ihn im Stream hat es gar nicht so viel Sinn gemacht, auch gar nicht so viel Spaß. Und jetzt hänge ich hier fest, aber jetzt bin ich halt auch wieder drin und ich ziehe das auch durch. Und ich habe auch da jetzt für mich entschieden, gut, Mario ist weg. Wenn ihr die Videos schon mal gesehen habt, der ist ja völlig irre, der ist seiner Enter-Taste sowas von böse. Aber der hat mich natürlich auch ein bisschen gelockt. Weißt du, so, ja, wir müssen beide 200 werden, das war sein Plan so am zweiten Tag. Also, das war Schluss. Das ist zu krank, ja. Nur die ersten 200er, ja. Und dann hat er aufgehört, aber ich bin schon, also ich habe auch andere Leute angezogen, also Rebell und Bloodpack, lieben Gruß auch an euch, also die einfach jetzt wieder angefangen haben, weil sie gemerkt haben, oh, ich fange auch an, ja, sofort mit in die Gilde. Und das sind halt super treue Spieler, also deswegen wird auch die Gilde ganz interessant. Wir haben da, glaube ich, einen ziemlich festen Kern, dem es nichts ausmacht, auch mal die Nummer 2 eine Zeit lang zu spielen oder vielleicht auch
für länger, man weiß es nicht. Mhm. Aber genau, also kein so großes Gildenhopper-Potenzial, weil die anderen vielleicht jetzt ein bisschen besser dastehen mit Festung und sowas. Ja. Ja. Also ich sag mal, das beste Beispiel bin ja ich. Ich hätte eigentlich schon längst damit gerechnet, dass ich aus der Gilde schon wieder fliege, ne? Mit meinem Spielstil. Ich sag, also, das ist echt, also dein Sammelalbum ist eine Frechheit, sag ich einfach mal, ja. Ich weiß nicht, was du da machst, ja. Ja, das ist schon an Gorgos angelegt, schon das Sammelalbum. Grüße geht raus. 41,28%. Ja, aber ich sag mal so, Dreamy, wenn du nachher irgendwie 4, 5 Server oder so hast, da kommt irgendwie immer eine neue Klasse und dann willst du die auch spielen und dann willst du die andere nicht löschen und so und dann noch einen Account immer hochspielen und so. Ich weiß nicht, irgendwie ist das nachher erstmal zeitmäßig alles gar nicht so richtig machbar und du hast auch nachher gar nicht mehr die Lust, irgendwie nochmal den 5. Char, nochmal das Sammelalbum zu pushen und dann nochmal hochzuleveln und so, ne? Also... Ja, also ich hatte das ja auch schon vorher gesagt gehabt, dass ich hier nicht großartig was machen werde auf dem Server, aber ich versuche auf jeden Fall so mit mein Bestes zu geben, weil ich halt, die Gilde, die ist halt unglaublich cool, ne? Also ich war selten in so einer... Sein Bestes ist 41,28% Sammelalbum. Dass deine Nase nicht durch den Monitor schießt. Ja. Also wenn ich am PC bin, mache ich immer alle 10 Minuten Free Try, ja? In der Ehrenhalle. Ja. Aber ohne zu wissen, ob die wieder was bringen, oder? Ja, ohne zu wissen. Ja, ich glaube, ich habe den Gral noch gar nicht gefunden. Wenn ich den habe nachher, dann geht's los dann nachher. Dann geht's los, ich bin gespannt. Weil das ist so, wenn man da fleißig wäre, ja, dann, aber du hast ja, ich meine, du bist ja berufstätig auch, gell? So. Ja. Dann wird's halt schwieriger. Ich habe halt im Moment 24 Stunden rund um die Uhr Zeit. Ich bin zwar auch berufstätig, aber das war immer am PC. Jetzt auch die letzten Jahre ist es da intensiver geworden, aber im Prinzip ist genau so ein Shakes and Fidgets, so ein Nebenbei-Spiel, ja, kann ich eigentlich einfach spielen. Ja. Ja, da gut, wenn man dann sowieso irgendwie, weiß ich nicht, so Homeoffice-mäßig was macht, dann ist Shakes and Fidgets eigentlich das perfekte Spiel für nebenbei so. Ja, aber wie gesagt, du spielst jetzt momentan wie viel Server bei dir? 2? Oder? Ich habe 15 wieder reaktiviert und dann eben diese 3. Nein, S15, hallo. Es gibt ja so kranke Leute, ne? S15, damals gab es ja dieses Welt, ich habe nie Welt gespielt, ja? Ich kenne ihn nicht. Ja? International. Fand ich gut, ich hab's mitbekommen, weil ich auch tatsächlich mal bei einem Video, glaube ich, von Mario habe ich auch mal gesehen, okay, man kann jetzt Diamanten da reinsetzen. Krass. Will ich nicht. Also ich habe es wirklich nie gespielt, aber ich habe es damals am Rande noch mitbekommen, was da also passiert ist. Ja, also S15 spiele ich, dann spiele ich S2, da habe ich, ich glaube, das ist der Kundi, genau. Dann spiele ich noch RTL 2, ich glaube, das ist der Magier. Und das 21, das waren wir auch live in einem Stream gefunden, hat uns jemand geholfen. Wo ist denn noch dieser Krieger ohne Dungeons? Ja, ich bin fast wahnsinnig geworden. Und ich hätte nicht gedacht, dass der so spät kam. Ich habe schon gedacht, dass es ein bisschen späterer Server war, aber S21 war zu meinen Verhältnissen eigentlich ein relativ neuer Server damals. Ja? Deswegen. Aber ich habe es jetzt alle 3 wieder gefunden und jetzt sagen die Leute, du musst alle Klassen so machen. Ich so, nein! Also da haltst du dir schon ganz schön Arbeit auf. So. Also ich sag mal, mit meinen 4 Accounts bin ich schon mehr als beschäftigt. Aber es ist mal interessant, wann hast du aufgehört? Das war S21 dein letzter Server damals? Nee, das muss irgendwas 30 gewesen sein, weil ich Echt? Crunchy und die Jungs kenne ich noch und Mario habe ich ja da auch kennengelernt. Also Mario kannte ich vorher, aber es war auch so, im Prinzip, als der angefangen hat mit dem Spiel, und da war er auch 15. Aber davor war er einfach noch jünger und da hat er einfach auch nicht pilzen können oder hat es nicht gewollt oder wie auch immer. Aber da hat er dann richtig übertrieben mit Crunchy und auf dem Server war ich dann auch. Daher kenne ich den auch dann besser und habe auch mit denen dann mal gesprochen. Ja. Weil ich habe tatsächlich erst auf S31 angefangen, meinen ersten Charakter zu erstellen. Ja, und da habe ich tatsächlich zum Serverstart, da habe ich ein paar Namen gesehen, die ich dann im Nachhinein bei dir irgendwann in den alten Videos gesehen hatte. So komischerweise. Also von damals wohl, Leute, mit denen du vielleicht Kontakt hattest, waren auf meinen Server drauf gewesen. Ich glaube, die sind jetzt gar nicht mehr. Zum Beispiel habe ich einen Namen gesehen, der war auf dem Server hier auch sehr stark am Anfang. Das war Hilton. Hilton! Ja, der ist hier noch. Der ist hier noch auf dem Server und da wurde mir gesagt, der war wohl auch, ja, wie es jetzt anscheinend... ist ja auch mehr im Intro drin, also Hilton ist verewigt im Intro, ja. Ja, fand ich auch krass denn so, dass man irgendwie, ja weiß ich nicht, so indirekt irgendwie immer... Aber Hilton war schon, aber der hat's nie so übertrieben, also das ist so... Ja. Aber das finde ich sehr interessant, auf jeden Fall. Ja, krass.
ey. Und ja, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas zu bereden? Hast du noch irgendwas zu verkünden irgendwie den Leuten? Naja, also So? das ist natürlich, also mich hat natürlich meine Intuition wieder dahin geführt. Also das ist natürlich wieder so eine andere Geschichte, ja. Also ich glaube ja nicht an Zufälle oder so, dass ich genau auf dieses Video gestoßen bin, dass ich praktisch auch das Gefühl bekommen habe, das jetzt zu machen. Ich denke auch nicht Ja. mehr viel nach. Ich plane nicht. Also es war nicht so, ich mache wieder YouTube-Videos oder. Ja, ich habe auch gesagt, und du hast es noch in dem Video, glaube ich, erwähnt, wurde in den Kommentaren auch geschrieben, weil du so, hey, nervt den nicht? Ja. Sag mal, wenn er einmal in der Woche ein Video macht. Das fand ich ja auch Und so jetzt lustig. Video. Alles immer neu. Das fand ich ja auch so lustig. Ja, ich sag noch extra so, weil du in deinem ersten Video auch gesagt hast, oh, könnte sein, dass im Monat vielleicht ein Video kommt oder so. Ja, geht den jetzt nicht zu doll auf die Nerven. Ja, das sind 3 Videos am Tag, die gehen über eine Stunde oder so. Ich habe nie Pläne, aber ich gehe in den Fluss und ja, und wir haben eine komische Zeit und das ist, glaube ich, deswegen ich auch hier bin. Ich Ja, habe mir meinst halt du, ja? jetzt. Meinst du, dass die äußeren Umstände so irgendwie das verursacht haben, dass du jetzt wieder. Ich meine, gut, Nee, du warst ja, stimmt, so wie ich das mitgekriegt habe, du warst vorher auch nicht irgendwie viel draußen gewesen, ne? Also hat jetzt diese Zeit jetzt auch nicht wirklich dazu geführt, dass du jetzt das, weil ist ja für dich Nein, eigentlich so gar wie nicht. vorher so, ne? Nein, gar nicht. Ja. Ja. Bei mir also persönlich für mich hat sich nichts geändert, ja? Gar nichts. Außer, dass ich vielleicht jetzt tendenziell ein kleines bisschen noch mehr daheim bin, aber eher wegen dem Spiel. Ich lasse den einen oder anderen Spaziergang gerade ausfallen. Ja? So im Prinzip. Ja. Aber es liegt an der Zeit. Also deswegen finde ich das auch genial, dass die Gilde halt eben Welten im Wandel heißt. Das finde ich auch so krass. Also weiß ich nicht, warum. Wer kam eigentlich auf diesen Namen Welten im Wandel? Flo, Ich liebe dich! Ja. Also das finde ich ja, weil ja jetzt momentan unsere Welt ja auch gerade im Wandel ist so, ne? Also finde ich das, ja, ich weiß nicht, ob er das so wirklich unterbewusst so genommen hat oder einfach. Wir sind alle geführt. Wir haben alle, und dieses Intuitive, das haben wir alle. Wir müssen es nur zulassen. Wenn du anfängst, ich muss jetzt denken, was könnte ich jetzt für einen Namen einfallen lassen, erst einmal fließen, sagen, ich brauche einen schönen Namen, bupp, ist er da. So funktioniert das Leben in Wirklichkeit, ja. Ja, das ist schon krass, ja. Also das ist auch wieder so, weiß ich nicht, ja, es ist sehr, also ich muss sagen, ich glaube persönlich, ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie so an Zufälle und sowas glaubt. Dafür habe ich in den letzten Jahren schon viel zu viele von diesen Zufällen gehabt, sag ich mal. Ich könnte jetzt, weiß ich nicht, allein im letzten Jahr 4 aus dem Stegreif irgendwie erzählen, so von komischen Situationen, die ich gehabt habe, wo ich mir so denke, nee, das kann jetzt irgendwie gerade kein Zufall sein, so dass es jetzt irgendwie so ist, ne? Und ja, ich weiß nicht, dafür. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie glaube ich, dass da schon irgendwas so vorbestimmtes irgendwie für uns da ist und so. Und du hast dich da ja auch viel beschäftigt irgendwie, erzählst du, ne? So mit so einem. Ja, das ist tatsächlich. Ich hab eine große spirituelle Heilreise gemacht in meinem Inneren. Also das ist im Prinzip das. Finde ich auch und das sehr hat mich interessant. nicht. Ich war ja damals schon, also ich habe auch zum Teil die Leute genervt mit gesungenen Gebeten. Ja, also ich habe wirklich Grenzwerte gemacht und den ersten spirituellen Text habe ich wirklich bei Shakes and Fidget vorgelesen. Also irgendein Erzengel Michael-Channel, wo du sagst, die Leute fanden es halt witzig, so der alte Mann, also damals ja auch schon. Ja. Also ich war nicht grau, ich war in Wirklichkeit schon grau, aber ich habe mich halt immer brav getönt. Ja. Macht da wieder crazy Sachen, aber also es gab auch damals schon Leute, die gesagt haben, ich hätte ihnen die Spiritualität näher gebracht. Und ich so, wow, wie krass ist das denn? Ja? Also es gab wirklich ganz wunderbare Momente, aber irgendwann war ich halt echt fertig mit dem Spiel, weil es mich echt, also Playa hat mich tierisch genervt. Ja? Ich bin auch wirklich einer, der es hassen würde und ich hoffe wirklich, dass der Paul das in der Tiefe verstanden hat, weil er mich schon so gefragt hat, ich will keinen Avatar, ich will ihn nicht. Ja? Ach so, ja. Also ich verstehe die Leute, dass sie es feiern, ja. Ich finde, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich immer einen Vorwurf mache, ey, das könnt ihr nicht machen. Aber tatsächlich habe ich wegen denen aufgehört. Ich bin auch nicht wieder wegen denen da, ja. Im Gegenteil, ich sehe sogar, das ist ja alles noch schlimmer geworden, ja. Also was man da reinstecken kann und was ja halt eben aus den Top-Spielern, das ist halt immer schwierig bei dem Spiel, ja. Top-Spieler investiert da mehr Geld rein und klickt öfter. Und wenn du dann vielleicht die Kombination aus Effizienz und viel Geld hast, dann bist du eh kaum aufzuhalten. Aber es ist halt Pay to Win. Das ist halt einfach so, ja, brauchen sie nichts vormachen. Ja. Deswegen wäre es mir auch nie genug gewesen, nur das Spiel zu spielen. Da musste was Kreatives draus entstehen, das ist wie bei dir auch. Du machst halt YouTube-Videos, ja? Ja. Und das macht halt Spaß. Im Prinzip spiele ich das Spiel auch jetzt nur noch wegen den YouTube-Videos. Ja? Ich würde es nur wegen den alten Accounts so vor mich hingurken. Das wird mir keinen Spaß machen. Ja?
Es tut mir leid, dass die Leute das vielleicht gerade hören, die das Spiel auch spielen und keine YouTube-Videos machen. Ihr könnt es weiterspielen, aufhören, ist mir egal. Aber für mir reicht es halt nicht. Ja? Einfach nur so ein bisschen klicken oder Ehrenhalle Rang 1, sowas hat mir eh nie was bedeutet. Aber diese Videos, dass ich da Leute irgendwie im Prinzip bespaße, ja? Ich habe auch selbst Freude dabei. Es wird dir auch genauso gehen, du hast da auch eine positive Art, mit dem Spiel umzugehen. Und das ist einfach witzig. Ja, Ja, ich finde auch einfach die Interaktion so mit den ganzen Zuschauern, die dann dazukommen und so, das ist halt, ja, eine positive Community und so und das macht halt wirklich, das ist halt ein Geben und Nehmen. So, wir geben halt so die Videos und ja, diese positiven Resonanzen, die dann immer so zurückkommen und die ganzen Kommentare und bei den Livestreams und so, das macht halt einfach Spaß, so dieses Interagieren so, ne? ja. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn ich keine YouTube-Videos machen würde, dann würde ich, glaube ich, nur einen Account spielen. Siehst du? Genau. Ja, und jetzt der Rest ist halt so, dass ich so ein bisschen, ja, da bist du mal beim Serverstart dabei, dann zeigst du mal die neue Klasse und so, ne? Und so kommt dann halt eins zum anderen. Ich privat würde nur meinen einen Account durchzocken und das würde mir auch komplett von vorne bis hinten reichen. Also, ja, ich fühle mich da auch schon ein bisschen überfordert so, dass da so viele Server am Start sind, aber ja, ich sag mal, irgendwo macht man es jetzt halt auch so für die YouTube-Videos, sag ich mal, ne? Dass man den Leuten dann so Ja klar, du brauchst halt Content, das war schon immer das Problem. Das war auch mein Problem als YouTuber. Du spielst einen Serverstart, kannst viele Tage was zeigen, auf einmal hängst du an dem einen Dungeon. Das macht überhaupt keinen Sinn, da viele Versuche reinzustecken, also nicht Mario-Style, 30.000 in die andere Hammer und so, sondern einfach, du weißt da, macht keinen Sinn. Ja? Und dann stehst du da. Was mache ich jetzt? Ja? Das ist ja auch genau mein Problem jetzt auf Twitch. Es war halt Wahnsinn. Der erste Tag war 9 Stunden durchgestreamt. Ja, Leute haben es abgefeiert. Wir waren wahrscheinlich die schnellsten Unabhängigen, also uns hat ja keiner geholfen, Twitch-Partner ever. Wir haben nach 3 oder 4 Tagen haben wir festgestellt, erstmal dein Bild ist total verpixelt. So im Doppelstream habe ich Mario gesagt, komisch, ich habe nichts geändert und so. Schau mal, da ist das Rad. Kommt man es verstellen? Ich dachte, das haben nur Partner. Und dann haben wir am nächsten Tag mal reingeschaut, die E-Mails, haben wir beide die E-Mails bekommen. Oh, willkommen. Ja. Ach krass, ja. Ging das so schnell, ja? Ist ja heftig. Ja, du musst halt dauerhaft über 100 Leute haben. Und wir hatten ja mit dem Doppelstream dann zum Teil jeder 200. Also das war echt witzig. Ja. Aber klar, das lässt dann auch nach. Also die LOL-Runde, die wir da gemacht haben, die wir aus Spaß irgendwie losgelegt haben, da haben die Leute reingeschaltet, oh, kein Shakes and Fidget, bisschen geflamed und bupp, weg. Ja, und dann waren es irgendwie so 20 bis 5 Leute da. So. Also, ja, das ist halt das Ding, so wenn man wirklich seinen Kanal wirklich nur auf eine Sache konzentriert, dann abonnieren die Leute natürlich auch nur deswegen so, ne? Und dann ist es natürlich auch verständlich, dass die Leute dann auch keine Lust haben irgendwie auf andere Sachen. Aber auf der anderen Seite muss man auch respektieren, dass es immer noch dein YouTube-Kanal ist und du eigentlich mit dem Kanal machen kannst, was du willst, auch wenn das so vielleicht den einen oder anderen vor den Kopf stößt, sag ich mal so, ne? Ja, also ich sag halt auch ab und zu mal oder immer wieder mal, dass wenn ich irgendwann eines Tages keine Lust mehr habe auf Shakes and Fidget und irgendwas anderes spielen will, dann spiele ich irgendwas anderes. So, dann mache ich nicht noch irgendwie einen extra Kanal auf und sowas dafür. Ne? Das also, ja, weiß ich nicht, das ist immer noch mein Kanal, mein Content. Ihr habt mich zwar vielleicht wegen Shakes and Fidget abonniert und so, aber ja, das verpflichtet mich ja nicht dazu, nur Shakes and Fidget Videos zu machen. Ne? ja. Aber also das ist eine gute Nachricht aus meiner Sicht. Also ich werde keine Spiele trennen, Pokémon-Videos jetzt machen. Stimmt, der wurde ja damals, glaube ich, dafür richtig geflamed, ne? Dass der nicht mehr Shakes and Fidget macht. Ich bin mir sicher. Wobei er hat ja immer andere Spiele auch gemacht und das ist auch sein Beruf geworden und Shakes and Fidget hat ihn sicher gepusht auf irgendeine Weise, aber das ist klar, ich meine, wenn du da viel reinsteckst, dann schauen viele Leute zu. Aber es ist nicht effizient, weil es gibt so eine feste Gemeinschaft und du wirst irgendwann an eine Grenze von Zuschauern geraten. Mehr werden es nicht gucken. Ja? Und den Geldaufwand, den du reinsteckst, damit Leute zuschauen, also den Content, den du praktisch sozusagen liefern musst, der ist teuer, weil du den einfach mit pilzen musst. Und du kannst dir nur dadurch eine größere Community aufbauen, aber dann musst du gucken, dass du irgendwas anderes noch machst, was nicht so unendlich teuer ist. Ja. Und das ist ja im Prinzip auch diese LOL-Idee. Aber bei meinen Videos sind ja im Prinzip so ein bisschen Labervideos auch. Also es ist ganz häufig passiert, dass ich im Prinzip dann so die Ehrenhalle zeige und dann ins Quatschen komme und nicht so klick, 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 klick. Ja. Am Anfang natürlich schon. Aber da komme ich mir dann auch komisch vor, wenn ich dann nur noch so mache, dass so geplant ist. Also deswegen ist mein Problem auch gerade, wie kriege ich Content gezeigt. Ja.
Das ist übrigens die Frage, die ich mir schon, keine Ahnung, seit 2 Jahren oder so stelle. Aber irgendwie, weiß ich nicht, findet man immer irgendwas so. Also mich fragen die Leute auch immer, wie ich das hinkriege, so dass ich ja jeden Tag oder jeden zweiten irgendwie so ein Video mache. Ich meine, gut, meine sind jetzt nicht so lang wie deine Videos, sag ich mal. Die gehen jetzt so ein bisschen über 10 Minuten meistens so, ne? Dass das immer noch, ja, meistens ist ja dann schon die Aufmerksamkeitsspanne schon viel geringer nachher denn, ne? Ich meine, ich persönlich gebe mir jetzt auch keine Stundenvideos, so ehrlich bin ich dann auch, ne? Also da muss man schon echt die Zeit dafür haben, so, ne? Und ja, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, gibt es dann immer was zu zeigen und immer was Neues zu erzählen, dann kommt hier noch ein Update, dann kommt da ein paar News und sowas und ja, bisher hat sich das so immer ganz gut gehalten, würde ich mal so sagen. Und man kommt natürlich auch auf kreative Ideen, dass man zum Beispiel irgendwelche Projektgilden oder sowas macht, ne? Sich irgendwelche Charaktere anschaut, die irgendwas Besonderes geschafft haben. Zum Beispiel irgendwie hatte ich mal einen gehabt, der irgendwie 320 geworden ist, ohne Alu zu spielen oder sowas, ne? Oder irgendwelche Level 1 Accounts, die ihre Festung komplett hochgezogen haben. Und das ist halt auch interessant, ja, zu sehen für die Videos und für die Zuschauer auch. Ah nee, nicht Level 1, Level 25, genau, so war das. Ja. Ja. Und ja, das, ja, irgendwie. Aber nochmal, du hast 320 ohne Alu zu spielen. Genau. Also der hat natürlich Nur über die Festung, über die Akademie, oder was? der hat die Zeitmaschine genutzt. So, und das ist halt, ne, also kann man jetzt sagen, gut, Zeitmaschine kann man weglassen, weil wenn du deine Alu nicht spielst, kommt die an die Zeitmaschine, ne? Ja. Also die nimmt die ja auf so. Ja. Gut, kann man jetzt so drüber diskutieren, ob das okay ist oder nicht, weil im Prinzip wird ja deine Alu gesaved durch die Zeitmaschine, so, ne, wenn du die verpasst, aber auch nur bis zu 100 am Tag, glaube ich. Und dann hast du noch deine 20 Alu, diese so generiert, wenn du sie auf Stufe 15 hast. Denn. Ja, aber so finde ich genau richtig. Also da bin ich voll auf deiner Wellenlänge. Sowas finde ich witzig. Ja, einfach so. Und das Spiel hat jetzt auch, weil es so komplex ist, ich warte auch, bis mir meine kreativen Ideen geschenkt werden. Also die erste war ja einfach nur Festung nicht skippen, aber da hast du natürlich recht, die meisten skippen die ja wirklich nicht, ja, ist ja klar. Oder halt dann ab einem bestimmten Pilzstand sowieso nicht mehr. Also wenn dann irgendwie Festung 12, 1000 Pilze, da klicken halt die wenigsten drauf, ja. Mhm. Ja, ist klar. Ja, ich weiß nicht, vielleicht musst du da so ein bisschen ich weiß nicht, oder hast du vielleicht auch schon so ein bisschen umgedacht, sag ich mal, weil, wie du schon sagtest, es machen halt wirklich die wenigsten so, ne, mit Festung skippen und sowas. Ich habe bisher nie großartig irgendwelche Videos gemacht, wo ich viele Pilze verballer. So, das ist eigentlich gar nicht so mein Stil irgendwie und ich habe da auch nicht so wirklich Spaß dran, weil ich bin mit dem Spiel so groß geworden, dass du das Free-to-Play irgendwie durchkriegst. Klar, damals zu einer anderen Zeit, als noch Flimmerkisten gab für Pilze, da hast du irgendwie am Tag 30, 40 Pilze gemacht. Klar, dann konntest du das natürlich als Free-to-Play finanzieren, so, ne? Und deswegen hat das für mich auch noch nie so wirklich ins Spiel gepasst, Pilze für irgendwas auszugeben, so. Das ging für mich immer so nicht in meinen Kopf. Da habe ich immer so gedacht, irgendwie, ja, die Pilze ausgeben, die haben eigentlich wirklich verloren, weil die haben den Verein Geld geschenkt und du bist halt Free-to-Play unterwegs, so, ne? Das ist halt Ansichtssache, so, ne? Ja. Spielst du denn die Accounts nur Free-to-Play, oder? Nee, also das nicht. Also früher ja, bis zur Stufe 400 habe ich meinen Main Free-to-Play gespielt. Oh, das ist geil. So, dann kam nachher dann die Zeit, als die Flimmerkisten weg waren. Dann kam irgendwie eine kurze Zeit dieser Fuchs oder sowas für Flimmerkisten. Dass man, ich weiß nicht mehr, was der gebracht hat, irgendwie. Und dann kam das ja mit dem Glücksrad denn so, dass du dann die Lucky Coins kriegst durch die Flimmerkisten und dann am Glücksrad drehen kannst. So, ne? Da kannst du dir natürlich nicht am Tag irgendwie 30, 40 Pilze erfahren. Das geht natürlich nicht mehr. Das haben sie ganz gut gelöst, sag ich mal, weil der Verein, denke ich mal, hat schon ganz gut, sag ich mal, Minus gemacht, wenn das so jeder so seine 300 Alu mit 50er Amount am Tag durchspielen kann und das ohne was zu bezahlen, ist das natürlich nicht förderlich für die Firma. Da mussten sie sich natürlich was einfallen lassen. So, ne? Und da ging das dann bei mir nachher auch so langsam los, denn, dass ich so ein bisschen was ins Spiel investieren musste. Dann hatte ich den Level 400 als Anlass genommen. Dann ging es nachher los mit den Videos. Als die Unterwelt rauskam und ich Level 400 erreicht hatte, das war beides gleichzeitig, ging das dann los, dass ich auch was für das Spiel dann investiert habe, weil ich habe mir so gedacht, ey, du hast den bis auf 400 jetzt geknallt, hast so viel Spaß mit dem Spiel gehabt, warum sonst, komm, gibst du mal jetzt hier Shakes and Fidget Player Games mal so ein bisschen was als Wiedergutmachung, sag ich mal nicht, aber dafür, dass du halt sehr viel Spaß mit dem Spiel hattest, so, ne? Ja. Ja, und dann ging es dann nachher los, so, dass man dann so in Videos dann die besten 10 immer festgehalten hat. Dann hat man mal so Dungeons durchgeskippt, mal das durchgeskippt und so. Und das eigentlich nur wegen Videos. Ich würde privat niemals irgendwas durchskippen. Ich bin froh,
wenn ich auf meiner Stufe noch Dungeons über habe, die ich mir noch aufheben kann. So, ne? Ja. Also so kam das eigentlich. Also dein Main-Account ist wo? Der ist auf Server 31. 506. Server 31. Ich glaube, das tatsächlich, es kann wirklich sein, das ist im Prinzip 30, 31, ich glaube 31 habe ich nicht mehr gespielt. Ja. Also als du angefangen hast, habe ich wirklich aufgehört. Aber nicht wegen dir. Nicht, dass die Leute denken so, oh, ich weiß jetzt, Dorsa kommt, schnell weg. So war es nicht. Ja. Wir haben uns sehr knapp verpasst. Sozusagen, ja. Ja, aber zu der Zeit, als du voll im Gange warst, so mit Videos und so, da habe ich mir so gedacht, wie kann man Shakes and Fidget Videos machen? Weil ich war dann so voll auf dieser Ebene, so Call of Duty, Gameplays hier, Geballer, da Geballer, zack, Action, zack, zack, zack. So, das gucken die Leute so, ne? Habe ich nie gedacht, so, ja, das ist ein bisschen Geklicke. Das guckt sich doch keiner an, interessiert doch eh keinen so, ne? Da kann man doch keine Videos von machen, so, ne? Ja. Und jetzt ziemlich an, 2 Jahre später habe ich kein einziges anderes Video mehr gemacht, außer Shakes and Fidget. Ist lustig, wie das alles so kommt irgendwie. Ja. Das eine ins andere greift, ist immer sehr faszinierend, finde ich so. Ja, der Vorteil halt im Prinzip, also man ist halt nicht überfordert. Ich habe das bei vielen, also auch witzigerweise bei Leuten, die halt, also so Weapons zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Der Name sagt mir auf jeden Fall was, ja. Genau, also das war im Prinzip so der am Anfang bekannt wurde mit den Videos über Shakes and Fidget und dann auch andere Sachen gemacht hat, auch so Entpackungsvideos gemacht hat oder irgendwas Neues gekauft hat und so aufgemacht. Also, aber da ist er aber bekannt geworden, nur der hatte ein Problem, diese Multitask-Fähigkeit, wenn ein Spiel kompliziert wird, dann ist der Unterhaltungswert bei ihm halt komplett nach unten gegangen, weil er dann nicht mehr so viel reden konnte. Der war halt auch ein witziger Typ, aber das Shakes and Fidget überfordert dich halt nicht, ja. Da ein bisschen was klicken oder machen, du kannst auch die Pausen wählen, aber wenn du halt Call of Duty streamst, dann schauen die Leute entweder, weil du das Spiel so gut spielst, ja, oder du bist unterhaltsam. Aber wenn du weder super spielst, noch sonderlich unterhaltsam noch bist, dann ist es halt nicht, bist du kein Let's Player für das Spiel. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel kein begnadeter Computerspieler bin, weil ich das auch ganz viele Sachen ausgelassen habe, weil ich ganz andere Sachen gemacht habe. Ich habe halt hier Gitarre gespielt, ja? Viel in meinem Leben. Ja? Das war halt mein Ding. Und das einzige Spiel, das ich ein bisschen ausgereizt habe, das ein bisschen anspruchsvoller war Diablo 3. Das war das einzige. Ja? Diese Historie von anderen Spielern, Call of Duty, was wir auch alles gespielt haben, oder WoW, was wir alles gekonnt haben, das habe ich gar nicht gehabt da. Ja, ist auch sehr interessant zu wissen. Ich dachte, du bist da auch so ein bisschen mehr in dieser Gaming-Szene drin, aber tatsächlich dann... Null! Ich kam zu Shakes and Fidget ich bin auch ein bisschen Fußball interessiert, und dann kam ich auf einmal so ein Fußballforum und hat jemand geschrieben, ja, könnt ihr euch mal anmelden, das ist eigentlich ein ganz gutes Spiel, und klickt da drauf und bin auf Ingame Shakes and Fidget mit so einer, damals gab es noch den Orden für invitete Spieler. Ja, deswegen hat er das auch reingesetzt, so nach dem Motto, wenn irgendein Idiot draufklickt, ja, dann habe ich wieder den kennst du auch noch, ja. Ein Attribut auf alles mehr. Ja. Und so bin ich dann zu dem Spiel gekommen. Also ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt und am Anfang halt auch irgendwie wochenlang in der Ehrenhalle ohne Gilde. Ich habe keinen Plan gehabt, ob das besser ist in der Gilde oder ob die Spielmechanik nicht gecheckt bei dem Spiel. Und irgendwann, wurde es dann mehr. Ja, ist ja auch normal zum Anfang so, ne, dass man da, ich denke mal, das ging jeden so, ne, dass man da so am Anfang gar keinen Durchblick hat und dann peu à peu dann immer mehr. So ist das Spiel ja auch aufgebaut, ne? Am Anfang hast du halt relativ wenig und dann kommt halt pro Level immer was Neues dazu und dann haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Es sei denn, du skippst natürlich irgendwie die Dungeons durch und hast auf einmal alles. In 2 Tagen. Das geht natürlich. Ja, mein Problem war das mit dem Geld. Also ich habe dann Server 10 angefangen und dann echt ordentlich gespielt und dann sind aber auch wieder Spieler weggezogen und du sagst dir, wie machen die das denn? Ich spiele doch auch alles und ich versuche die Dungeons, so wenn sie so machbar sind, und habe überhaupt nicht kapiert, wie die das machen. Dann haben die auch an die anderen gesagt, ja, die machen das für die Dungeons. Und eines Nachts, ich habe das vorher gar nicht gewusst, dass das andere Spieler machen, kommt mir da eine Idee, da gibt es ja diese Umweltprämien. Ich muss so viel der Gilde spenden. Also damals musste man ja noch anders Gold reinhauen, da war halt im Prinzip so 200 Alu in die Gilde spenden. Und du sagst so, woher sollen meine Skills kommen? Woher soll ich denn noch einen Dungeon schaffen? Ja? Und dann wirklich so, ich glaube, ich investiere jetzt in die Umweltprämie. Und so richtig so nachts die Idee, ich glaube, ich gönne mir jetzt 100 € in der Umweltprämie. Völlig verrückt für mich, ja, so. Und das waren die ersten 100 € von vielen 100 €. Also in diesen Dimensionen habe ich damals auch gar nicht gedacht, muss ich sagen. Ich hatte halt dann immer so, meinen Free-to-Play-freundlichen Spielstil dann gehabt und als mir jemand gesagt hatte, ey, du kaufst dir nicht den Drachen wegen der Alu, sondern wegen dem Geld, damit du mehr Geld hast, das war für mich erstmal so,
So, da hab ich gar nicht so, ja, das habe ich gar nicht in Betracht gezogen, dass ich mir den, ja, der gibt ja nicht, auch jetzt nicht so viel so, ne, den kaufst du doch, damit deine Alu besser ist und so, ne. Ja, aber da gab es tatsächlich dann auch so Spieler, die sowas gemacht haben, ja, und auch viele andere Sachen so, die gar nicht so in meinen Kopf reingingen, ne, aber so, ja, ich weiß nicht, gab es bei dir auch schon damals, als du angefangen hast, so ein Umkreis, die auch sehr viel in das Spiel rein investiert hat, oder ging das tatsächlich von dir aus so? Nein, tatsächlich mehr. Wobei, also ich weiß, ist gut, es hat mich einfach gereizt, auch ein bisschen höher mitzuspielen. Also oder es hat mich gereizt, überhaupt das mal zu gucken, wie die das machen, ja. Ja. Und das dann auch zu machen. Also es war gar nicht, ich war nie Ehrenhallenrang geil und es ist mir auch nicht wichtig, dass ich der Höchste vom Server bin oder so diese Dinge. Also die so Mario ein bisschen dranstecken, oder er schaut, hallo Mario, die ihm ein bisschen so dranstecken, ist mir nicht so wichtig. Aber so, ich möchte es verstehen und dann möchte ich es auch mal selbst erfahren haben. So war es eigentlich, ja. Aber ich habe dann auch Grenzen. Also meine Schmerzgrenze bei der Umweltprämie war, wenn ein Skillpunkt die Umweltprämie kostet. Darüber hinaus hätte ich nicht geskillt. Aber zum Beispiel Tomek damals, aber da konnte man ja nicht anders übertreiben, der hat gesagt, dreimal Umweltprämie, ein Skill ist auch noch in Ordnung. Ja? Das ist halt wirklich so. Ja? Aber du hast halt, ja, du bist ja lange Low-Level gewesen. Das Spiel ist ja jetzt so krass schnell, oder man kann es so schnell spielen. Muss man ja nicht. Ja? Siehe Dorsa ist 41. Dass du vom Gold her immer, also du hast immer Goldproblem gehabt. Ja? Wenn du jetzt praktisch beim Event gestartet hast, du kein Goldproblem, so richtig. Und dann bist du relativ hoch. Jetzt über Ostern hast du überhaupt nie Goldproblem. Ja? Ich habe gerade irgendwie 101 Millionen auf dem Account rumliegen und habe gar keine Lust, die zu verskillen. Ja? Würde nicht auf die Idee kommen, jetzt noch Umweltprämie zu nutzen oder irgendwie Steine zu skippen. Die Mine war eine Zeit lang scheinbar die neue Umweltprämie. Da haben die Leute halt im Prinzip vor allem deswegen die Mine benutzt, um Gold rauszuholen, weil die Diamanten teurer zu verkaufen waren, als sie gekostet haben, sie zu machen. Ja. Ja, ich finde das nur sehr interessant, weil bei mir im Freundeskreis war es so gewesen, dass die das alle Free-to-Play gezockt haben. So, und da kam halt keiner auf die Idee, irgendwie großartig was rein zu pilzen und so, ne? Und dann haben wir uns dann auch irgendwann gedacht, dann kam irgendwann kam dann dieser eine, so, der dann irgendwie alle überholt hat. Der hat viel später als wir gestartet und dann war der auf einmal, ja, keine Ahnung, Level 220 und wir spielen da Monate und sind immer noch Level 150 oder so, ne, nach Monaten, ne, aber halt Free-to-Play und damalige Verhältnisse, ne. Da haben wir gesagt, oh, wie macht der das denn so, ne? Genau. Ja, und ja, dann hat man das dann auch, denn ja, der bezahlt tatsächlich Pilze, um Dungeons zu skippen. Was? Der skippt Dungeons? Das ist Ich habe mal, an meiner Anfangszeit habe ich mit jemandem diskutiert, weil ich war der festen Überzeugung, man kann den Dungeon nur schlagen, wenn man vom Level mindestens auf der gleichen Ebene ist, aber eher höher als der Dungeon. Das war so meine Idee von dem Spiel, ja. Und ich sag, ja, und er hat mich immer gesagt, warum machst du die Dungeons? Ich sag, ja, die sind ja viel zu hoch, viel zu schwer. Er sagt, nee, ich hab die schon alle. Ich sag, ich will einen Screenshot sehen, das glaube ich dir nicht. Das kann ja nicht sein, ja. Und dann, ja, okay. So geht das also, ja. Ja, das ist schon krass so. Und vor allen Dingen jetzt mit den heutigen Klassen geht halt viel mehr als früher so, ne? Ich glaube, früher war damals wahrscheinlich auch die beste Klasse der Kundschafter gewesen, ne? Die ist aber heute immer noch saustark. Ja, aber sowas wie ein Berserker heutzutage. Seraphim, aber der Berserker wurde mir halt empfohlen, er sagt, da kannst du, wenn du ein bisschen höher spielen willst, dann zahlst du die Hälfte der Pilze nur. Ja? Jo. Wenn du eine andere Klasse spielst, kannst du da auch mit da oben spielen, aber dann musst du viel mehr reinholzen. Und da habe ich echt keine Lust gehabt. Ja. Und klar, die habe ich ja noch nie gespielt, insofern war es ja für mich eine neue Klasse. Also. Ja. Ich habe aber den Demon Hunter für 5 Euro getestet und dann hat er ja so viel Quests verloren. Dann habe ich schon gesagt, nee, mach ich nicht. Dann kam zwar der Fix, dass das praktisch gefixt worden ist, aber dann war mir die Klasse doch zu gruselig. Ich sag, nee, das riskiere ich nicht. Ja. Würdest du, wenn du jetzt nochmal einen Server startest, nochmal den Berserker nehmen? Oder? Nein. Mario natürlich schon, ja. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, was dir passiert, mein Junge, du fängst Berserker an, die haben eine neue Klasse dann und die ist noch viel krasser. Und dann heulst du. Nee, also ich habe ja auch Krieger und Magier dann gespielt, wo ich gewusst habe, ich habe schon auf Kundschafter gespielt. Das lag aber auch daran, dass in den wenigen Spielen, die ich auch vorher schon gespielt habe, mochte ich Fernkämpfer. Ja? Ich mag das einfach so ein bisschen weglaufen, so sich aus einem raushalten, so aus dem Hinterhalt so ein bisschen schießen, das fand ich immer ganz gut. Ja. Und Krieger-Nahkampf ist auch bei LoL überhaupt nichts für mich, ja, da rein und dann irgendwie rechtzeitig die richtigen Knöpfe drücken. Nee, also lieber so von hinten so ein bisschen wieder weglaufen. Ja.
Und habe ich viele Kundschafter gespielt, aber dann war ja klar, also dann haben wir eine reine Kriegergilde gehabt und das feiern die Leute heute noch, irgendwie war S25, was das für ein tolles Projekt war. Und dann auch eine reine Magiergilde, das war auch witziger. Das ist übrigens interessant, wie viele Leute tatsächlich so nach diesem Prinzip gehen. Das, was ich in anderen Spielen auch mal ganz gerne spiele, das spiele ich dann halt auch in Shakes & Fidget so. Ich hatte zum Beispiel früher auch RPGs und sowas, MMO-RPGs gezockt und war immer gerne so der Typ, der irgendwelche Spells, Magie, Attacken und sowas denn beschworen und sowas. Also, ja, und deswegen war für mich auch die erste Wahl der Magier tatsächlich so. Ne? Ja, das ist, ich war auch nie so dieser Melee-Typ, der so viel ausgehalten hat, sondern tatsächlich so aus zweiter Reihe dann so ein bisschen und dann schiebst da so deine Zaubersprüche rüber. So. Ja, grob ist es ja eigentlich auch ein Fährenschütze. Also das finde ich auch für mich jetzt sympathischer, als tatsächlich einen Krieger zu spielen. Ne? Ja. Aber die Kriegerklasse bei Shakes & Fidget ist halt insane, also die ist super. Ja? Auch hinten raus. Ja. Das ist die stärkste Late-Game-Klasse, die es momentan gibt. So. Ja. Also es ist krass, wenn hast du mal die internationale Ehrenhalle so ein bisschen im Blick gehabt, mal so vielleicht? So ein bisschen, aber so richtig interessiert es mich nicht. Ja. Noch nicht. Vielleicht, wenn du später mal so richtig durchstartest irgendwie noch, aber du machst jetzt auch entspannt auf dem neuesten Server, ne? Nein, das mache ich. Also ich werde auch, also so wie ich das Spiel jetzt kenne, also da müsste ich schon völlig verrückt sein oder sagen wir so, die Welt würde sich wahrscheinlich nicht so verändern, wie ich annehme, dass sie sich verändert. Dass ich da wirklich nochmal spiele und es nochmal so übertreibe. Also einen neuen Server zu starten, ist echt unwahrscheinlich bei mir. Es müsste dann schon ein richtig krasses Fun-Projekt sein, dass ich sage, wow, das macht Sinn, aber das auch in Kombination mit günstig. Also ihr würdet mich wahrscheinlich eher begeistern können für ein Non-Pilzer-Projekt, ja? Wobei ich mich wahrscheinlich dann eingesperrt und gefesselt fühle. Aber das wäre praktisch witziger, als jetzt irgendwie nochmal hier so Berserker nochmal den gleichen Schmarrn übertreiben, am Anfang hoch und so. Das kennst du ja jetzt mittlerweile so, ne? Ja, genau. Ja, so ein Non-Pilzer-Projekt, das wäre ich vielleicht auch noch mit dabei. Obwohl, das ist auch wieder ein Server mehr nachher so am Ende des Tages, ne? Aber ja, ich wünsch mir halt so, dass man halt genug Zeit hat, so um alles dann immer gleichzeitig machen zu können. Aber schafft man leider immer nicht so. Sonst würde ich auch viel mehr so auch Projektchars und sowas dann auch zocken. Ja, aber was ich noch sagen wollte zur internationalen Ehrenhalle, wenn du da mal reingeguckt hast, da siehst du ja wirklich nur Krieger, ne? Also fast überwiegend wirklich nur Krieger unterwegs. Und ja, entweder liegt es daran, dass halt jeder früher den Krieger zum Anfang genommen hat, oder es ist halt wirklich deswegen so, weil halt hinten raus die Klasse wirklich mit am stärksten ist, ne? Ich glaube, dass die Klasse mit am stärksten ist, ja. Ja, also vielleicht ist es aber auch Leute, die den Krieger wählen, sind so eher so gemütliche, die aber dann Langzeit spielen, ja? Weil das sind natürlich auch gerade auf den älteren Servern sind es halt die Spieler, die einfach durchgehalten haben. Ja? Wir haben viele Überflieger gehabt, auch auf S15, der stärkste Magier, der auch damals dann sehr, sehr legal durchgespielt hat bei diesem epischen Oktoberfest, wo man 14 Tage durchspielen konnte. Ja, habe ich von gehört. 14 Tage Alu dauernd, ja. Aber natürlich, damit man in der Happy Hour nicht treiben konnte, haben sie die auch noch rausgemacht. Ja? Das heißt, du warst berufstätig, hast das Spiel angefangen, weil du gewusst hast, du kannst in 10 Minuten deinen Schmarrn wegklicken. Und dann sagen die, ach, wir haben jetzt Oktoberfest und du kannst 14 Tage durchspielen, aber nicht mehr die Happy Hour nutzen. Die standen da, what the fuck? Ja? Ich habe doch deswegen angefangen. Haben ganz viele sofort aufgehört, die gesagt haben, ich bin berufstätig, das geht nicht, ihr wollt mich ja verarschen. Ja? Also, ja, das ist krass, das wusste ich gar nicht, dass sie da die Happy Hour gestrichen haben, deswegen. Ja, da war ich so sauer auf den Laden, ich sag's dir. Da kam ja die Idee raus, dass wir unser eigenes Game machen. Ja, gut, die Hälfte ist Kundis, die Hälfte ist Krieger, genau, und auch viele andere Klassen noch. Ja, ich sag mal, auf den Top-Rängen, da hast du halt erstmal den Strider, der war halt vorher nicht da, der hat sich jetzt innerhalb des letzten halben Jahres irgendwie da so ich glaube, das wäre ich glaube, das wärst du in der jetzigen Zeit. So von früher. Nein. Weil der genau, Strider ist Margin Tomic. Und vielleicht sogar noch krasser. Und wenn ich auf einem Server mit diesem Spieler gespielt habe, habe ich gewusst, maximal werde ich da Zweiter. So. Weil das Investment, was der da reingeballert hat, war für mich unvernünftig. Ist gar nicht so viel. Also Strider hat gar nicht so viel reingebuttert, aber der spielt halt nur diesen einen Account so, ne? Alter, ich weiß, was der spendbare Pilz hat und ich sag's jetzt nicht. Ja. Aber die das Video durchgehalten haben, den stecke ich eine Rechnung. Wenn ihr gehört habt, was ich vorher gesagt habe, dass ich spendbare Pilze auf S15 hatte, der hat das 10-fache. Mehr als das 10-fache.
Achso, du meinst jetzt deinen Kollegen jetzt, nicht Strider. Strider meine ich. Strider, ach so. Naja gut, mit Strider hatte ich auch schon Kontakt gehabt und auch 2, 3 Videos gemacht und er hatte mir offen und ehrlich gesagt, was er alleine für die Mine bezahlt hat, die auf 100 zu skippen. Da hat er ganz offen mit mir kommuniziert drüber und da hatte ich auch Videos dazu gemacht. So. Genau. Ja, also im Prinzip, ja, es sind schon mehrstellige 1.000 Euro, von denen wir hier reden, so, ne? Aber es gibt halt immer noch Leute, die auf mehreren Servern immer mehr so reinstecken und deutlich, deutlich drüber sind über dem, was Strider halt so, ne? Aber es gibt halt immer Leute, so, die, Das glaube ich nicht. doch, 100 Pro. Kann Also kann ich die haben das unterschreiben. jetzt alle geschlagen von der. Okay, wir können es jetzt sagen. Die Rechnung war 10 mal ungefähr 100.000 spendbar. Der hat über 1 Million spendbar. Und das habe ich noch nie gehört von irgendeinem anderen Spieler. Auf einem einzelnen Account nicht, nee. Aber insgesamt halt. Genau. Ich meine halt, ja. Ah ja, gut, insgesamt, ja gut. Genau. Ja, das, gut. das ist ja das, was ich sagen wollte. So. Also, ne, Das ist natürlich auch, da kann ich mich schön rausholen. Ich habe gar nicht so teuer gespielt auf S15, aber ich habe halt viele Server gespielt. ja, Wobei natürlich, also ein Kriegerprojekt war mir auch klar, da pilzt sie nicht durch. ja. Das ist doch logisch, dass die Kundschaft immer wegziehen. Damals gab es ja die 3 Klassen. War ja klar, dass ich da einfach gemütlicher spiele und deswegen war es auch ein schönes Projekt. Musste ich nicht übertreiben. Mit dem Magier habe ich dann nochmal ein bisschen übertrieben auf einem Late-Server, aber da wollte ich auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, weil da hatten wir wirklich unser Spiel am Start und da waren Programmierer am Machen und da habe ich auch ab und zu mal was berichtet und erzählt drüber. Das wäre sozusagen so der Plan gewesen, aber das hat dann nicht geklappt. Ja. Nicht geklappt. Und da war ich auch, die Freude an dem Spiel war nicht mehr so groß. Das war wirklich auch, das hatte praktisch auch einen Sinn oder einen Zweck, dass ich dann wieder Videos gemacht habe auf einem neuen Server. Und das war der S30, ja. Ja, interessant. Ja. Hätte ich auch gerne mal gewusst, was du da für ein Spiel in der Mache gehabt hast. Ach, jetzt ist es ja schön geworden. Also klar, man kann jetzt sagen, es ist im gewissen Detail ist es noch geldgierig geworden, aber man kann nicht das machen. Also mit Festung und diesen Arena-Manager sehe ich auch kritisch. Irgendwie so, ich finde auch, der passt nicht gut zu dem Spiel. Ja, aber trotzdem, das Spiel an sich, das, was ich gesagt habe, die haben ja damals gesagt, es wird keine neuen Dungeons geben. Du stehst so, das könnt ihr nicht machen, ja. Das ist so. Die Spieler werden immer stärker, die lachen sich doch über die letzten da im 13. Stock tot, ja. Und jetzt gibt es ja unendlich viele Dungeons, das war genau, also das braucht man einfach so ein bisschen. Ja. Und jetzt ist es auch wirklich schöner. Ja. Ich glaube, was das so, das liegt, glaube ich, daran, dass das so richtig nicht reinpasst, weil die ja immer, also die haben, also Player Games, die haben ja so einen festen Kern so von Entwicklern und dann haben sie holen sie sich immer so Entwickler ran, die dann für ein Update immer da sind und so switchen dann die Entwicklerteams immer so ein bisschen und deswegen ist das vielleicht vom Gefühl her so, dass das Update jetzt vielleicht gerade so nicht 100%ig ins Spiel passt. Da hätte ich mir dann ich habe da mal ein Interview gesehen von Oscar Panier und der hatte das dann auch gesagt gehabt, dass das da so abläuft und ja, wenn man da ein Entwicklerteam gehabt hätte, was über die ganzen Jahre das Spiel begleitet, dann würde es vielleicht heute anders aussehen. Aber hat sich ja sowieso viel verändert und seitdem... mein Vorwurf an die Leute ist, dass sie es selbst nicht spielen. Ja. Das ist das Problem. Ja. Dann wüssten sie es, dass es nicht reinpasst. Da brauche ich keinen Entwickler holen. So ist es. Ja. Das ist das Problem. Ja, so ist es. Ja, und seitdem sie das dann halt verkauft haben an Stillfront für 20 Millionen, da hat man halt auch schon einen ziemlich krassen Anstieg gemerkt, so dass sich die Firmen so ein bisschen, ja, dass sie halt ihren Platzhalter so abgegeben haben. Und dann hat man gemerkt, dass die halt immer mehr so auf Gewinn irgendwie aus sind. Schon damals so, ne, davor schon. Aber so mit der neuen Klasse, mit den Arena-Manager, das sind halt wirklich Sachen, da kannst du halt wirklich sehr viel Geld lassen, so, ne? Ja. Das konntest du zwar vorher auch, aber das war immer nicht so lohnenswert, so mit der Festung skippen und sowas. Kannst du zwar machen, aber es hat immer nicht so diesen krassen Impact gehabt. So. Ja. Ja. Und jetzt mit einem Arena-Manager, der ist ja, wenn du den nicht hast, dann brauchst du gar nicht mehr mitspielen. Ja. Ja. Oder der Berserker, das stärkste Klasse zum Serverstart. So, ne? Hinten raus natürlich nicht gerade das Beste, aber wenn du oben mitspielen willst, so zum Serverstart vor allen Dingen und ersten 2 Monate vielleicht, dann ist das mit Abstand die stärkste Klasse. So, ne? Und ich glaube, da wird auch leider so ein bisschen die Richtung hingehen, weiterhin. Alleine wie die jetzt schon den Dämonenjäger verkauft haben als Dungeon-Experte, finde ich immer schon, als ich das gelesen habe, da habe ich schon so gedacht, oh nee, muss das jetzt wirklich sein so? Die entwickelt sich halt immer so weiter in diese Richtung, so dass sie immer mehr so auf dieses ganze Skipperei und sowas, ne? Das, was manche Spieler wollen, aber der Großteil leider nicht so, ne? Ja.
vielen fehlt halt so dieser Langzeit-Motivationsfaktor. Man muss sich halt eigene Ziele setzen, an denen muss man festhalten und viel Ausdauer haben und dann hast du auch noch irgendwo Spaß am Spiel. Aber vielen fehlt halt so, vor allen Dingen, die halt wirklich sehr lange im Spiel dabei sind, so dieser Langzeiteffekt, dass halt im Late Game du auch noch irgendwas Neues freischaltest. Ne? Ich meine, klar, das Spiel ist natürlich darauf ausgebaut, dass du am Anfang sehr viel Spaß hast, ne? Und dass du einen positiven ersten Eindruck hast, aber das flacht halt nachher irgendwann so ab, ich sag mal, ab 450 flacht das nachher ganz stark ab. 400 vielleicht auch schon, davor schon, ja. Ja, aber es ist auch irgendwo natürlich, die wollen natürlich die Leute im Prinzip dazu reizen, eher einen neuen Server wieder anzufangen, ja, irgendwie was Neues, weil sie da ein bisschen mehr Geld verdienen. Ja. Aber ich würde es zum Beispiel feiern, warum nicht? Also sie könnten auch mal was reinskippen, was tatsächlich nicht pilzintensiv ist. Weil es würde ihnen nicht wirklich Geld kosten. Es würde die Community stärken, wir würden die Leute das feiern und wären eher bereit, praktisch das Spiel weiterhin zu betreiben, weil ein neuer Spaßfaktor dazu ist, der halt nicht wieder so und so teuer ist. Ja? Weil der Arena-Manager, die Leute, die es in der Tiefe vielleicht nicht verstehen, also in der Tiefe verstehe ich es vielleicht auch nicht, aber diese 25 Pilze am Tag, wenn du da oben mitspielen musst, die musst du investieren. Ja? Dass du diesen 7-Tages-Skip holst. Wenn du alles hast, kostet es mal irgendwie 4.000 irgendwas Pilze. Ist jetzt für einen krassen Pilzer ist das tatsächlich eher wenig. Ja? Aber danach musst du halt 25 Pilze am Tag investieren, um diesen 7-Tages-Skip zu kaufen. Jeden Tag. Das ist irgendwie crazy. Ja, der Leistungsdruck wird immer größer so, ne? Und das machen die schon sehr geschickt, muss ich sagen, ja. Ja. Dann bringen sie aber natürlich auch wieder so Sachen raus wie das Würfelspiel zum Beispiel, das Neue, so, wo du ja einen sehr guten Start gehabt hast. Ja, also, nein, du spielst das falsch! Da war ich ja live dabei gewesen, das war ja herrlich. Ja, aber das sind zum Beispiel so Sachen, wenn für Free-to-Play-Spieler ist das, also Free-to-Play-Spieler haben dieses Würfelspiel wirklich sehr gefeiert, als du das 5-mal oder 6-mal am Tag machen konntest, weil du da sehr gute Bonis von kriegst, so, ne? Klar, die High-Level-Spieler auch, aber du machst halt auch die Free-to-Play-Spieler damit glücklich, so. Dass sie das auf 10 gezogen haben jetzt, fand ich wieder zu viel, muss ich sagen, weil so 10-mal schaffst du halt nicht am Tag 10 Stunden, genau, ja. Und da profitieren halt die Pilzer wieder mehr von. So, finde ich, wenn sie das nutzt jeden Tag. Klar, die Top-Spieler müssen das machen. So, ne? Ja. Aber es ist nicht gut. Dieser Daily Login-Bonus, das sind halt auch so Kleinigkeiten. Also die tun schon auch was für die Free-to-Play-Spieler, möchte ich mal sagen. So, ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt nur negativ reden, wie so die Entwicklung ist, auch positiv, ja. Nein, das Spiel ist wirklich, also grundsätzlich ist es schöner geworden, also weil es mehr gibt. Also jetzt auch wieder aus dieser YouTube-Sicht, also da passiert was. Ich meine, wenigstens klickst du auf Festung, da wird wenigstens was gebaut. Ja, weißt du, da passiert noch was. Also dein Account wird sich noch entwickeln. Du hast nicht den nächsten Dungeon im Blick und sagst, oh Mann, irgendwie in 2 Monaten vielleicht mal den letzten Versuch oder so. Das ist tatsächlich mehr geworden. Aber halt auch, das, was ich ein bisschen kritisch sehe, dass du halt jetzt diesen Account viel mehr pflegen musst. Er ist viel pflegeintensiver geworden. Und das war früher ja absichtlich eigentlich eher so auf Berufstätiger, weil wenn ich so viel Zeit habe für Shakes and Fidget, hätte ich auch World of Warcraft spielen können. Also. Stimmt. Aber deswegen haben auch viele Leute ihre Accounts aufgegeben und sind nur auf 1, 2 dann spezialisiert. Ja, siehe Paul jetzt als letztes Beispiel gerade, ne? Dass halt von, ich glaube, 8 Accounts auf 2 jetzt irgendwie runter ist, 2 oder 3. Ja, weil es einfach nicht mehr tragbar ist. Ist halt viel zu viel Zeit so. Auf der anderen Seite hatte ich dann aber auch mal wieder vor einer Zeit lang gesagt, ey, es wäre cool, wenn man so für Streams, ne, wenn man jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so 2-3 Stunden SF-Streams macht, wäre es doch cool, wenn man irgendwas nebenbei hätte, was man so zocken kann. So, ne? Und dann kam irgendwann der Arena-Manager, wo du nebenbei immer so ein bisschen hin und her klicken kannst, da noch ein bisschen was ausbauen kannst. Da musst du halt aktiv da sein, so, ne, am Bildschirm, weil du halt immer das top aktuell haben musst. Ja, also es sind halt 2 Meinungen so. Ne? Die einen sagen, es ist zu viel, die anderen sagen, ach, es könnte noch das rein. Ich sage, das ist so, wie es jetzt ist es eigentlich perfekt für Leute, die 1 bis 2 Server spielen und sich auf die Accounts konzentrieren. Und was noch fehlen würde, wäre halt, also ich persönlich würde mir wünschen, und ich glaube, das könnte eventuell bald kommen, da die Dungeon-Karte ja ziemlich ausgenutzt ist, sag ich mal, jetzt mittlerweile mit den Dungeons. Die platzieren halt Dungeons irgendwo hin, die haben halt nicht mal ein eigenes Schloss oder ein eigenes, also nichts designt ist für den Dungeon, sondern hauen die nur so auf die Karte, passen nicht mehr hin. Ich glaube, da kommt irgendwann noch eine 3. Dungeon-Karte.
zwischen der Licht- und Schattenwelt. Und das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es kommt. Dann könnte man auch wieder sowas machen wie einen zweiten Wirbelwindsturm, dass man da immer kontinuierlich Dungeon-Gegner packen kann und nicht so wie jetzt, oh, jetzt schaffst du jeden zweiten Monat mal einen Dungeon so. Ne? Das ist halt auch frustrierend, sag ich mal. Ja. Ja, und das ist so mein Wunsch fürs Late-Game, dass du dann irgendwann sowas hast, einen Dungeon, den schaltest du ab. Stufe, keine Ahnung, 500 oder so frei. Ist dann auch dementsprechend schwer, aber ja, dann freust du dich, wenn du den mal eines Tages dann soweit freigeschaltet hast. Denn so. Ja, das wäre so mein größter Wunsch, sag ich mal, was noch in Shakes & Fidget rein könnte. Klar, kann mich natürlich immer noch positiv von anderen Sachen überzeugen. Ich denke mal, da werden noch andere Sachen kommen. Zurzeit ist es halt so, dass das halt eher so ist, neue Klassen, neue Server, neue Spieler, so, ne? Und die ganzen Serverstarts, die rentieren sich halt am meisten so und ja, das sieht man halt auch, ne? Jeden Monat kommt halt ein Server neuer, das ist so im Schnitt und ich denke mal, dass pro Jahr jetzt auch immer 2 neue Klassen folgen werden. Die erste haben wir schon gesehen, letztes Jahr kam der Berserker und der Battle Mage oder vorletztes Jahr war es, glaube ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall 2 Klassen schnell hintereinander und ja, da wird, glaube ich, der Trend so ein bisschen hingehen. Dämonenjäger haben wir dieses Jahr gesehen. Vielleicht kommt noch Ende des Jahres der Druide oder so, der sich dann, keine Ahnung, irgendwelche Zauberspiele. Es fehlt auf jeden Fall eine Intelligenzklasse, eine zweite. So, es gibt von allen 2 bis 3 Klassen und die Intelligenzklasse ist halt nur eine. Ist klar, dass da noch was kommt und es wird als nächstes wahrscheinlich eine Intelligenzklasse kommen. Ich weiß es nicht. Ich bin raus. So, ich habe keinen Kontakt zu Playa. Ja, und ich habe das Profilbild nur von Paul bekommen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin gesponsert. Du hast es von Paul bekommen. Ja, ist so. Ich habe es von Paul bekommen und in der Zusammenarbeit mit Shakes & Fidget haben sie mir das gegeben. Ich habe es halt auch nicht gewollt. Ich habe es nicht angefordert gehabt so, aber da hat sich Paul tatsächlich im Hintergrund sehr ins Zeug gelegt für mich bei Playa Games, dass ich da ein eigenes Profilbild bekomme, weil ich habe kein Sponsoring, ich bin kein großer YouTuber, warum sollte ich sowas bekommen, ne? Ja. Und Spieletrend hat sowas auch bekommen damals und der war, soweit ich weiß, auch nicht gesponsert, hat aber sehr viele Videos über das Spiel gemacht, so, ne? Ja. Aber das war auch mein Vorwurf. Es gab wirklich, also das ging es gar nicht um mich, iWeapons und Spieletrend oder so. Ich habe mir einfach gedacht, die könnten doch diese Leute ein bisschen mehr honorieren. Ja. Und das findet über diese Avatare statt, das finde ich gut, grundsätzlich, ja. Ich bin ja auch, ich habe es ja schon angedeutet, auch aus einem anderen Grund hier, ja, weil du redest jetzt über die Zukunft des Spiels, ich rede über die Zukunft der Welt. Ja, das ist mein Thema. Deswegen, ich glaube nicht tatsächlich, dass wir in den nächsten 10 Jahren noch Shakes & Fidget spielen werden. Das glaube ich nicht. Ja. Weil Welten im Wandel, sage ich nur. Welten im Wandel. Wer weiß, was. Kann auch daneben liegen. Aber Leute, wir haben gerade so einen Ausnahmezustand und heute, glaube ich, gab es die Nachricht, dass wir bis zum Ende August keine Massenveranstaltungen mehr haben. Also das kulturelle Leben, das im Sommer gefeiert wurde in Deutschland, also wird praktisch abgeschafft. Ja. Das betrifft natürlich auch Dinge, die wir jetzt vielleicht noch nicht so wahrnehmen, aber die man kritisch sehen kann. Das also Versammlungsrecht, ja. Demonstrationsrecht. Ja. Wenn man jetzt sagt, ey, ihr macht da was komisch, also ja, die Sterberate passt nicht zu den Maßnahmen, dann könntest du dich gar nicht raus beschweren, dann würdest du voll verhaftet werden mit hier 150 Euro Bußgeld oder wie auch immer. Ja. Also jetzt sind wir noch alle friedlich und sagen, ja, okay, wir gucken das uns mal an, aber du könntest gar nicht mehr aus der Jacke kommen sozusagen, weil es einfach nicht mehr erlaubt ist. Also, und deswegen, es wird echt spannend, was daraus auch noch entsteht. Also das ist eine politische Ebene, aber ich glaube tatsächlich eher an so einen Bewusstseinswandel, weil wenn die Leute auf einmal nicht mehr viel arbeiten und sich um sich selbst kümmern können, dann kommen sie tatsächlich in etwas, was eigentlich durch diese Arbeitssklaverei, sage ich mal, wie ich es echt wirklich mal so nennen muss und darf, verhindert worden ist, dass die Leute sich Gedanken machen können, dass die zu sich selbst finden und dieses Tor öffnen zu dieser Intuition. Und das ist eigentlich das, weswegen ich jetzt wieder hier bin. Und ich hoffe wirklich, dass das nicht so lange dauert. Aber ich ziehe es auch durch. Also wenn es jetzt noch 2 Jahre geht hier und ich muss noch 2 Jahre Shakes & Fidget spielen, mache ich es halt. Ja. Aber ich glaube eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also das sagt mir mein Gefühl. Ja, es ist halt eine sehr ungewisse Zeit. So keiner weiß, was so passiert. Und wenn, ja, wir sollen alle zu Hause bleiben, der Sturm wütet draußen und man weiß nicht, was passiert, so wenn der Sturm vorübergezogen ist und die ganzen
ja, keine Ahnung, was danach los ist, was mit dem Finanzsystem los ist, was für Regeln angezogen werden und so weiter, weil jetzt drücken sie ja gerade Regeln durch, die im Ausnahmezustand möglich sind, die vorher nie denkbar waren. So, keiner durfte irgendwie eine Polizei irgendwie auf deinen Hof oder so und dann untersuchen, aha, ihr hängt hier aber irgendwie in mehreren Parteien ab irgendwie oder jetzt irgendwie ein Treffen mit mehreren Leuten so und das ist aber illegal. So vorher hat sich das keine Polizei getraut, irgendwie auf ein Grundstück raufzugehen, so, ne? Oder halt so Kontrolle, so wird halt auch immer mehr so da durchgeführt, dass halt die Kontrollmaßnahmen deutlich angezogen werden, ne? Dass halt die Leute auch wirklich zu Hause bleiben, die irgendwie jetzt infiziert sein sollten oder so, ja, dass die dann halt auch wirklich per GPS oder so, per Handy dann halt wirklich kontrolliert werden, wo die sich gerade befinden und wenn du draußen warst, dann musst du halt wirklich mit Bußgeld oder Strafe oder Gefängnis oder sowas rechnen. So, ne? Das hätte man sich vorher nie gedacht und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was da so kommt, so in der Zukunft, ja, und was denn wirklich noch alles so Wert hat, was jetzt den Anschein hat, Wert zu haben. So. Ja. Aber ich habe meine Aufgabe, und das ist auch deine Aufgabe, ist einfach ein bisschen Freude noch in diese Zeit zu bringen. Irgendwie so, dass die Leute einfach runterfahren und es auch nicht, ich sehe es nämlich nicht so. Also man kann das so sehen und man kann jetzt auch ein bisschen in die Wut gehen oder in die völlige, was kommt dann auf uns zu, aber ich sehe es positiv. Und das möchte ich eigentlich auch verbreiten. Ich sehe da nicht Polizeistaat und keine Ahnung, neue Weltordnung und was auch alles da mal an Themen dahinter stecken könnten. Ich sehe das nicht auf uns zukommen. Ja? Aber klar, ich verstehe es, dass manche vielleicht da Angst bekommen, auch ganz klar von dem Virus. Ja? Da gibt es aber auch andere Meinungen, da kann man sich mal ein bisschen informieren, wie schlimm es wirklich ist und ob die Todesrate infiziert. Also auf jeden Fall, ich glaube, meine Botschaft ist, dass man keine Angst haben muss, dass man gerne auch in diesem Ausnahmezustand in der Freude sein darf und auch sich freuen kann über einfach so ein kleines Browser-Game, irgendwie, das wir hier so abfeiern. Ja. Also, dann sind wir wieder beim Thema. Ja. Und am Ende des Tages ist das eigentlich auch, denke ich mal, unsere Aufgabe hier so. Genau. Ja, genau. Und das ist das, worauf es ankommt. Ja, und ich würde sagen, das ist doch ein sehr positives Schlusswort. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Ja, das ist so die typische Dreamscape-Länge. Ja, er macht so. Was soll ich sagen? Das ist ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ja, krass, ey. Ja, heftig. Aber wirklich, hat mich wirklich sehr, sehr doll gefreut, mit dir mal ein bisschen zu schnacken, einfach so ganz locker. Und hoffe noch, dass du uns sehr lange hier in der Szene auch noch weiterhin erhalten bleibst, weil du hast wirklich sehr, sehr viel positive Energie zurückgebracht hier und wirklich, es freuen sich so viele Leute, wirklich, ohne Scheiß. Ja. Und ich hoffe und ich denke mal auch, dass dieses Video hier auch bestimmt genauso viel Anhang finden wird und freut mich wirklich einfach von Herzen, dass du wieder hier bist, ja, dass ich dich kennenlernen durfte und vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Gast hat das letzte Wort. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich genauso. Also ich habe euch alle lieb. Also ich kann es nicht anders sagen. Danke für die Liebe. Danke, dass ihr zuschaut. Danke, dass wir euch ein bisschen helfen dürfen. Also das ist wirklich ein Hin und Her. Das ist nicht nur einseitig und das geht in Dorsa genauso. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss. Oh, deine Lache ist so ansteckend. Ja, also.